So Leute, ihr Familienmenschen und einsamen Wölfe, habt ihr auch 1200 Kontakte auf LinkedIn, aber keinen einzigen guten Freund, dem du alles erzählen kannst? Sehnst du dich nach den alten Zeiten, in der die Kneipen deiner Stadt an jedem Abend voll waren, wo du immer jemanden getroffen hast, den du kennst? Und dein Leben von heute, hängt es dir immer mehr zum Hals raus? Dein Familienleben voller Alltagsmief oder der Smalltalk unter Kollegen? Alles verständlich. Und wenn du gerade bei meinen Fragen innerlich genickt hast, dann bist du hier richtig. Denn du bist auf der Suche nach etwas anderem. Nach einem erfüllten, glücklichen, erfolgreichen Leben vielleicht? Dann erzähle ich dir von meinem Weg. Denn ich bin schon da. Ich bin ein großes Stück dieses Wegs schon gegangen und ich würde mich total als einen glücklichen Menschen bezeichnen. Ich lebe an einem glücklichen Ort in einer glücklichen Beziehung. Aber das war nicht immer so und ich habe erst auf dem Weg herausgefunden, wie wichtig der Aspekt Beziehungen dabei überhaupt ist. Nach meiner Scheidung vor 20 Jahren habe ich mich als Einzelgänger gesehen, als einsamen Wolf, jemand, der es alleine schaffen muss und der es nur alleine schaffen kann, weil auf andere kein Verlass ist, weil niemand meine Werte teilte, dachte ich. Nein, wirklich, weil ich dachte, dass mich niemand verstand, warum ich tun musste, was ich tat. Ein neues Leben beginnen, ein Leben als selbstständiger Mensch, ein erstmal sehr entbehrungsreiches Leben, voll und ganz darauf fokussiert, mich wieder auf die Beine zu bringen. Und dann aber nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Dann eben nicht wieder in ein durchschnittliches Leben zurückzufallen, ein Leben mit Kompromissen zu akzeptieren, ein Leben mit schwierigen Beziehungen. Das wollte ich nicht mehr. So wie viele Menschen heute nicht akzeptieren wollen, was in unserer Welt passiert. In Großstädten lebt heute die Mehrheit der Menschen alleine. In Hamburg, München und Berlin 54–55%. Und im Schnitt in Deutschland sind es 40%. Und dazu muss man auch noch wissen, dass viele junge Menschen erst super spät von zu Hause ausziehen. Der Wille zur Bindung geht zurück. Menschen heiraten weniger und wenn sie dann heiraten, viel später. Denn sie müssen nicht mehr heiraten, um von zu Hause auszuziehen. Und viel wichtiger, junge Menschen wollen sich erst selbst entdecken, selbst ihren eigenen Weg finden, bevor sie sich binden. Und das ist gut so. Es ist ja gut, dass sich die Prioritäten dahin verschoben haben, sich erst um sich selbst zu kümmern, bevor man jemand anderen mit ins Boot nimmt. Was aber nicht gut für unser Glück ist, dass wir an die Stelle echter Beziehungen solche setzen, die oberflächlich sind, die uns in die falsche Richtung führen. Deswegen hier meine 5 Thesen über Beziehungen, wie immer basiert auf aktuellen Untersuchungen. Erstens, Sinn und Zugehörigkeit. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen das Gefühl, dazuzugehören und einen Platz in der Welt zu haben. Echte Beziehungen geben uns dieses Gefühl und verleihen unserem Leben Sinn. Und das umfasst freundschaftliche oder romantische Beziehungen. Auch eine positive Beziehung zu unserem Arbeitgeber oder unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, hilft uns auf der Skala des persönlich empfundenen Glücks nach oben. Erfolgsmomente fühlen sich einfach stärker an, wenn man sie teilen kann, wenn man sie in Gemeinschaft erlebt. Zweitens, emotionale Unterstützung. Echte Beziehungen sind ein Auffangnetz. Wenn es mal nicht so läuft, haben wir Menschen an unserer Seite, die uns trösten, aufbauen und uns daran erinnern, was wirklich zählt. Diese emotionale Unterstützung bedeutet soziale Lebensqualität. Egal, ob sie vom Partner, der Familie oder dem Freundeskreis kommt. Und wenn wir uns auf andere Menschen stützen können, fühlen wir uns einfach sicherer und sind dadurch widerstandsfähiger gegenüber Stress. Stichwort Resilienz. Gemeinsam können wir Herausforderungen dann besser meistern und schneller wieder auf die Beine kommen. Drittens, gegenseitiges Wachstum.
In guten Beziehungen helfen wir uns gegenseitig. Wir lernen voneinander, inspirieren uns gegenseitig und wachsen gemeinsam über uns hinaus. Das gilt im Privaten genauso wie im Beruf. Erinnerst du dich, wie dich ein guter Kollege oder ein Mentor mit seiner Erfahrung weitergebracht hat? Oder denk an schwierige Momente in einer Beziehung, die ihr gemeinsam durchgestanden habt. Das kann eine bedrohliche Situation in der Familie sein oder eine abgewendete Insolvenz in der Firma. So etwas schweißt zusammen und lässt uns innerlich wachsen. Viertens. Online-Dating erfordert Verantwortung. Dating-Apps sind eine großartige Möglichkeit, barrierefrei und zwanglos andere Menschen kennenzulernen. Die Interaktion mit neuen Personen in einer ziemlich stressfreien Online-Umgebung ermöglicht uns eine wertvolle soziale Lernerfahrung und kann unser Selbstbewusstsein stärken. Die Anstrengung der Partnersuche wird total entkrampft. Alles ist so einfach. Das Problem dabei: eine wahnsinnig große Auswahl potenzieller Matches kann zu einer Konsummentalität führen, bei der ständig nach einer neuen, nach einer besseren Option gesucht wird. Das kann passieren, wie früher im richtigen Leben auch. In der Disse natürlich mehr als beim Dorffest. Du musst halt wissen, wann du weitersuchen musst und wann du das festhalten musst, was du gefunden hast. Fünftens. Der einsame Wolf ist tot. Lange Zeit wurde der unabhängige Einzelkämpfer als Vorbild gefeiert, besonders in der Geschäftswelt, wenn er oder sie der Karriere wegen nicht nur auf Ferien, Freunde, sondern auch gleich auf eine eigene Familie verzichtet hat. Doch mittlerweile wissen wir, dass gerade in komplexen und unsicheren Zeiten die Fähigkeit zur Kollaboration und zum Aufbau starker Netzwerke entscheidend für den Erfolg ist, genauso wie der emotionale Rückhalt einer Beziehung oder einer Familie. Langfristig gesehen sind es unsere stabilen Beziehungen, die uns die nötige Kraft und Resilienz geben, um Herausforderungen im Job zu meistern und mit Rückschlägen umzugehen. Studien zeigen, dass Menschen mit einem starken sozialen Netz tendenziell gesünder und erfolgreicher sind. Diese 5 Punkte zeigen, dass die Investition in echte Beziehungen in unserer modernen Welt noch wichtiger geworden ist. Aber wie können wir dem allgemeinen Trend entgegenwirken und aktiv tiefere Verbindungen aufbauen? Hier kommen 5 konkrete Ratschläge, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Erstens, durchbreche die Oberflächlichkeit. Gehe bewusst über Smalltalk hinaus. Teile deine echten Gedanken und Gefühle mit Menschen, denen du vertraust, und ermutige sie, dasselbe zu tun. Dein To-Do: Suche dir diese Woche ein Gespräch mit einer Person, die dir wichtig ist, und teile etwas Persönliches mit ihr, das du sonst vielleicht für dich behalten hättest. Frage sie im Gegenzug nach etwas, das sie wirklich beschäftigt. Höre aktiv zu und nimm bei deiner Antwort Bezug auf das, was sie sagt. Ja, fühlt sich komisch an, dass ich hier eine Gebrauchsanweisung für so essentielle Dinge geben muss. Aber achte doch mal auf typische Gespräche im Familien- und Freundeskreis, wie inhaltsleer das oft ist. Willst du so leben? Mir ist meine Zeit dafür zu schade. Zweitens, werde zum Community Builder. Engagiere dich in deinem lokalen Umfeld oder in Gruppen, die deine Interessen teilen. Das können Sportvereine, Ehrenämter, Initiativen oder berufliche Netzwerke sein, Vorträge von Wirtschaftsverbänden oder eben Gruppierungen, denen du nahestehen könntest. Hier triffst du Menschen mit ähnlichen Werten und schaffst ganz ungezwungen Anknüpfungspunkte für tiefere Beziehungen. Dein To-Do: Recherchiere diese Woche nach einer Organisation oder Gruppe, die dich interessiert, und nimm Kontakt auf. Oder besuche eine Veranstaltung. Und wenn du da bist, initiiere Gespräche, die nicht oberflächlich sind. Verbinde Menschen, baue kleine Gruppen. So wie du das auch auf Firmen-Events machen würdest. Mal sehen, was passiert. Drittens, sei authentisch, präsent und aufmerksam.
Zeige deine wahre Persönlichkeit, sei ehrlich, schenke Menschen deine volle Aufmerksamkeit. Das ist ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung und fördert echte Verbindungen. Dein To-Do? Nimm dir für dein nächstes Treffen mit Freunden oder der Familie vor, etwas von dir zu geben, aber auch den anderen nicht zu unterbrechen. Nimm das Gehörte auf und gebe es ab und zu nochmal mit deinen eigenen Worten wieder. Und lass dein Handy in der Tasche. Einfach mal nicht draufschauen. Ja, Notfälle sind natürlich ausgeschlossen. 4. Pflege deine Beziehung mit Quality Time. Es geht nicht darum, möglichst viele Kontakte zu haben, sondern darum, die Zeit, die du mit wichtigen Menschen verbringst, bewusst und intensiv zu gestalten. Plane Aktivitäten, die euch beiden, euch allen Freude bereiten und bei denen echte Gespräche entstehen können. Dein To-Do? Überlege dir eine Aktivität, die du schon lange mit einer bestimmten Person machen wolltest und schlage sie ihr diese Woche vor. Das gilt auch für die Familie. Statt euch immer nur massiert auf Familienfeiern zu sehen, wo alle durcheinander reden, nimm dir mal wieder Zeit für eine Person alleine. 5. Umarme Verletzlichkeit als Stärke. In einer Welt, die von uns Perfektion erwartet, ist es mutig, sich auch irgendwo verletzlich zu zeigen. Aber gerade das bedeutet, authentisch zu sein. Wenn wir Personen in unserem Leben haben, bei denen wir uns wirklich fallen lassen können, wo wir unsere Schwächen zeigen können, schaffen wir Raum für echte Empathie und tiefere Verbindungen. Und es ist auch gut für Geist und Seele, mal alles rauszulassen. Dein To-Do? Reflektiere, in welchen Bereichen du dich vielleicht noch verschließt und überlege dir einen kleinen Schritt, wie du dich in einer sicheren Beziehung etwas mehr öffnen kannst. Ja, jetzt natürlich solltest du nicht anfangen, vor deinem Chef oder deinen Kunden über dein Imposter-Syndrom rumzuheulen. Auch für deine betagten Eltern könnte es zu viel sein, auf deine Midlife-Crisis angemessen zu reagieren. Aber dein Partner, dein bester Freund muss wissen, was dich bewegt. Sonst ist er oder sie nicht der Richtige. Ja, wenn du jetzt sagst, ich habe aber keinen Partner, ich habe aber keinen richtigen Freund, dann musst du genau daran arbeiten. Nicht nur Psychologen, Soziologen und Philosophen sagen das, sondern auch viele religiöse und spirituelle Traditionen. Beziehungen sind das Öl im Getriebe des Lebens. Leute, ich muss es wissen, wie oft bin ich falschen Freunden, falschen Frauen hinterhergelaufen. Lange Zeit habe ich gar nicht gewusst, wie tief Beziehungen gehen können, wie viel Liebe und Vertrauen man zu spüren in der Lage sein kann. Dieses ständige schöne Hintergrundgefühl, dass ich eine Verbindung habe, nicht nur mit meiner Frau, sondern auch zu meinen Kindern aus erster Ehe, mit Freunden, mit der Familie, das gibt mir so viel Sicherheit, Geborgenheit, Glück, ein Gefühl, dass alles in Ordnung ist, wie ich es nie hatte. Das ist etwas, was unbezahlbar und unersetzbar ist. Etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, dass das immer so bleibt. Späte Einsicht von jemandem, der immer viel in Beziehungen investiert, viel Baustellen, viel Krampf erlebt hat und der nun ein Leben führt, in dem alles wie im Flow ist. Und davon will ich dir in dieser Serie in meinen Videos erzählen. Und das hier war schon Nummer 7 von insgesamt 12 Denkweisen. Den Rest dieser Serie siehst du, wenn du meinen Kanal abonnierst und auf die Glocke klickst. Lass mir auch unbedingt ein Like da und vielleicht hast du in den Kommentaren etwas zu sagen. Damit hilfst du mir, dass sich meine Videos weiter verbreiten. Und wenn du noch mehr gute Gedanken gebrauchen kannst, schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort steht, wie du meinen Newsletter bekommen kannst. Denn ich begleite dich auf deinem Weg, wenn du willst. Und denk daran, du bist es dir schuldig, alles dafür zu tun, um glücklich zu werden und zu bleiben. Auch wenn das bedeuten sollte, dir neue Freunde zu suchen. Ich habe das gemacht und das kannst du auch. Denn Erfolg ist keine Glückssache. Du hast es in der Hand.